Hallo, Christoph hier von neo-gamefactory.de. Bevor wir mit dem heutigen UDK-Tutorial anfangen, möchte ich euch noch einmal zeigen, wie ein Rechts- und ein Linksklick aussieht, denn das habe ich doch jetzt speziell gekennzeichnet. Ein Rechtsklick ist mit blauen Kreisen gekennzeichnet und mit roten Kreisen ist ein Linksklick. Somit muss ich das nun nicht jedes Mal auf ein neues erzählen. Ihr könnt es nun anhand der farbigen Kreise ablesen, ob es nun ein Rechts- oder ein Linksklick war. Gut, gehen wir zurück zu dem Tutorial vom letzten Mal. Da haben wir einen kleinen Raum erstellt und die Wände sowie den Boden mit einer Textur versehen und eine Lichtquelle. Ich bin jetzt erstmal wieder in den Unlit-Modus. Alt und 3 oder hier oben der Unlit-Modus. Somit haben wir natürlich den besseren Überblick und sehen natürlich alles, sieht natürlich besser aus als das jetzt, denn mit diesen Einstellungen sehen wir kaum die Wände. Da wir die aber jetzt sehen wollen, da wir die Texturen anpassen möchten, brauchen wir jetzt den Unlit-Modus. Das heißt Alt und 3. So. Es gibt mehrere Varianten, die Textur jetzt dementsprechend anzupassen. Eine Variante wäre, die Wand hier zu trennen. Dann hätten wir eine kleinere Wand. Das wäre nicht so von Vorteil. Was ebenfalls nicht gut aussehen würde, wäre, wenn wir die Wand jetzt hier trennen, aber beide Teile lassen würden und also den unteren Teil oder den oberen Teil mit einer anderen Textur versehen. Ist aber auch nicht gerade im Sinne des Erfinders. Und wir machen das jetzt folgendermaßen: Rechtsklick, Alignment und Fit. Da sehen wir gleich das nächste Problem. Okay, die kachelbare Textur, wie wir es hier sehen, sie ist kachelbar, nach links und nach rechts, ist jetzt sozusagen eine einzige Kachel auf die gesamte Wand gelegt worden. Sieht auch nicht gut aus. So, was können wir da jetzt machen? Gibt es mehrere Varianten. Ich zeige euch jetzt mal eine. Zum Beispiel gibt es hier den Textur Alignment Mode. Entweder wir klicken den gleich an oder wir drücken Shift und die 4. Ja, genau. Und somit sind wir jetzt in diesem Alignment Texture Mode. Damit können wir die Textur jetzt anpassen. Wir können genauso gut mit der Space-Taste das jetzt alles durchscrollen. Hier können wir die Textur bewegen, hier können wir sie drehen und hier können wir die Größe ändern. So wollen wir es jetzt natürlich nicht. Wir wollen eigentlich nur die seitliche Größe. Das heißt, wir machen von diesem Scaling Mode, gehen wir auf Non-Uniform Scaling Mode. Und in diesem Non-Uniform Scaling Mode wählen wir jetzt einfach diesen aus und schieben uns so die Textur zurecht, wie wir das möchten, wie es gut aussieht. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt können wir die Wand noch so ein bisschen zurechtschieben. Also nicht die Wand, sondern die Textur. Wir schieben jetzt nur die Textur. Und jetzt können wir das so aussuchen, wie wir das gerne haben möchten. Das, so wie wir das jetzt gerade hier gemacht haben, können wir natürlich an jeder Wand machen. Wäre aber ein bisschen umständlich. Ich bevorzuge, wir markieren die Wand, Steuerung C, gehen zur nächsten Wand, markieren die, Steuerung V, zur nächsten Wand, Steuerung V, zur nächsten Wand, Steuerung V. So, und schon haben wir überall die Wandtextur angepasst. Wir haben direkt unten und oben und es sieht wesentlich besser aus, als wenn die Wand jetzt mittig geteilt ist. Außerdem gibt es noch die Variante, wenn wir die Wand markieren, drücken wir F5 und auch dann können wir hier das auswählen. Wir können jetzt hier wieder Fit machen, dann sieht es wieder so aus und wir können es flippen. Wie wir sehen,
ändert sich dann jeweils die Textur. Also flippen heißt dann sozusagen drehen. Wir können es auch kacheln und bewegen. Ich mache mal wieder auf, Fit. So. Und wir können hiermit natürlich, hier haben wir Fit, wie wir sehen, war es ja das. Wir können mit dem View-Teil, sagen wir jetzt mal 5 nebeneinander, also 5 Kacheln nebeneinander, Apply, und dann sieht das so aus. Und das wäre natürlich so jetzt auch eine Variante. Wir können aber auch 3 und Apply. Und V ist dann vertikal, das heißt, wäre dann so, wie wir es hatten. Wir machen das wieder auf 1, so. Und natürlich haben wir jetzt hier auch noch mehr Varianten, also mehr Einstellungsmöglichkeiten, die wir jetzt aber wirklich nicht benötigen. Wir können auch hier Steuerung C, Steuerung V machen. Je nachdem, wie euch das besser gefällt. Und das gefällt mir zum Beispiel besser. Gut. Hier sieht zum Beispiel eigentlich wirklich bestens aus. Schön wäre es, wenn das jetzt überall so wäre. Okay. Hier zum Beispiel stimmt es nicht überein. Also eine einzige Wand stimmt nicht überein. Okay. Das war's dann mit den Texturen. Ihr seht, es ist also keine Zauberkunst. Es ist alles im Rahmen. Bis zum nächsten Mal.